endlich in Roma. Leider ist meine Rom-Zeit zu Ende. Hi. So, für mich geht's morgen wieder nach Hause. Ich habe heute eine Challenge für meine Mitarbeiter, um sie mal herauszubekommen. Wir sind hier bei der Spanischen Treppe live. Es wird gepfiffen gemacht. Und zwar für Marie, für Sarah, für Clara und Alex habe ich eine Challenge. Oh, ihr Lieben, habt ihr gut gemacht? Saß lange genug? Schnell, schnell, schnell. Planänderung. New Challenge. Was ist das Allerwichtigste im Tourismus? Flexibilität. Ah, seid ihr flexibel? Ja, klar. Super. Neues YouTube-Video. Wie komme ich vom Flughafen in die Stadt und wie komme ich auch wieder zurück? Für die bevorstehende Challenge habe ich ein super Apartment gebucht, gleich in der Nähe von der Spanischen Treppe. Ich bin Sarah und ich teste die Fahrt mit dem Taxi. Ich bin die Marie und ich teste für euch die Fahrt mit dem Regio. Zeit, Kosten, Komfort. Ich bin gerade angekommen, wieder in Bella Roma. Ich sehe schon, die Sonne scheint. Ich freue mich riesig. Da sehe ich schon direkt das Symbol mit dem Taxi und einen Fall muss ich einfach hier direkt rausgehen. Aber mal schauen. Aber natürlich, das deutsche Herz hat lange den italienischen Kaffee vermisst. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal noch eine kleine Kaffeepause. Kommt mit! Ciao! Buongiorno! Possiamo prendere 2 Kaffee? Wir haben ja 2 Kaffees bezahlt, 3,20 Euro für 2, einer 1,60, also super günstig, kann man überhaupt nichts sagen. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf meinen italienischen Start hier. So, gerade angekommen, gerade ausgestiegen aus dem Flugzeug. Ich habe meinen Koffer schon vom Gepäckband geholt und schlage mich jetzt durch nach Rom. Ich werde jetzt mal den Regio-Zug testen, um zu schauen, wie schnell ich dann letztendlich in der Stadt ankomme. Das hier ist dann unser kleiner Korridor, dem wir folgen müssen, um unser Taxi zu bekommen. Schlange ist gar nicht so lang, bestimmt ein paar Minuten. Ich guck mal auf die Uhr, wie spät ist es jetzt? 12:30 Uhr, aber es geht schon vorwärts. Hier an der Wand kleben auch nochmal die Infoschilder, 55 Euro innerhalb der Mauern und 35 Euro plus Taxometer außerhalb. Es ging ja richtig schnell. Es waren jetzt, glaube ich, keine 5 Minuten, die wir hier angestanden haben. Und hier ist sogar Personal, das man fragen kann. Also wir wählen jetzt hier zunächst einmal die deutsche Sprache aus. Ihr seht, ihr könnt die verschiedenen Sprachen wählen. Das heißt, mit Deutsch geht es jetzt weiter. So, hier habt ihr jetzt nochmal die Übersichten. Passt da auf, dass ihr nicht den Leonardo Express bucht, denn das ist die teurere Option. Das heißt, wir wollen den Regio nehmen. Bedeutet, das sind die 8 Euro pro Person. Das sollten wir locker schaffen. Da haben wir jetzt noch 20 Minuten Zeit, um zum Gleis zu kommen. Die Sonne, die strahlt heute.
Man merkt, man ist wieder in Italien. Und wir sind auch in 45 Minuten dann in Bellaroma bei unserem Apartment in Spagna. Massimiliano ist unser Taxifahrer, super sympathisch, und er hat uns direkt geholfen mit dem Koffer, mit allen unseren Fragen. Er spricht selber kein Englisch, aber dass es gar keine Probleme immer gibt. Wenn ihr eure Straße habt, den Namen von eurem Hotel, bringen euch die Taxifahrer hier in Rom wirklich in die kleinsten Winkel, in die verstecktesten Ecken. Die kennen Rom wie ihre Westentasche. Ich habe auch eben gerade noch mal gefragt, also 55 € sind wirklich die Regeltarife. Da kommt dann auch nichts dazu, außer wenn man will, natürlich ein kleines Trinkgeld. Wir haben eben gerade auch noch mal drüber gesprochen, es gibt auch die Apps IT-Taxi oder er benutzt jetzt FreeNow, mit dem man sich auch ein Taxi innerhalb der Stadt easy buchen kann. So, ihr seht, wir haben jetzt nicht mal 10 Minuten gebraucht, um vom Ticketschalter zu den Zügen zu kommen. Und hier habt ihr direkt eine Übersicht, wenn ihr ankommt. Das heißt, ihr schaut einfach jetzt nach eurer Zugnummer und findet dann dahinter die Uhrzeit mit dem jeweiligen Gleis. Den Zug, den wir nehmen sollten, da wurden wir nicht reingelassen, weil hier so viele Menschen standen, dass die Tore geschlossen waren und wir keinen Zugang zum Zug hatten. Das heißt, wir müssen jetzt schauen, wie wir in den nächsten Zug einsteigen und dann hoffentlich mit demselben Ticket die Fahrt einlösen können. Okay, also wir haben jetzt gerade die Information gelesen, dass anscheinend alle Züge 30 Minuten Verspätung haben. Das heißt, ja, ist jetzt gerade ein Ausnahmetag. Normalerweise sollte das reibungslos funktionieren. Das heißt, unser Zug, den wir eigentlich für jetzt gebucht hatten, geht erst in 30 Minuten. No, ciao tutto. Ciao! So, ich habe jetzt gesagt, den Koffer kann ich auch alleine nehmen. Aber sonst hätte mir der nette Taxifahrer auf jeden Fall geholfen. So, ich bin jetzt hier angekommen, hat alles super funktioniert, habe 1 Stunde 5 gebraucht, ein bisschen mehr als 45 Minuten, wie am Flughafen gesagt wurde, aber wir sind jetzt direkt vor die Haustür bei Spagna gefahren. Ich war schon 45 Minuten, da war ich schon im Stadtzentrum, aber halt noch nicht hier vor der Tür, weil im Stadtzentrum ist immer ein bisschen verkehrt, das dauert dann noch ein bisschen, muss man sich gedulden, aber man wird direkt vor die Tür abgesetzt, hat auch wirklich 55 € gekostet, wie vorher vereinbart. Wo bleibt denn eigentlich die Marie? So, jetzt bin ich im Zug angekommen. Ich habe einen Sitzplatz bekommen, obwohl es tatsächlich relativ voll ist. Und jetzt schaue ich mal, wir kommen ja gleich erstmal in Trastevere an. Das heißt, ich gucke mir schon auf der Karte ein bisschen an, wo ich gleich hin will. Aber wir starten ja gleich erstmal hier in Trastevere, beziehungsweise müssen dort noch umsteigen, um zum Termini zu kommen, zum Hauptbahnhof, von wo aus ich dann meine Reise starten werde. So, wir kommen jetzt in Trastevere an. Und dadurch, dass wir ja Verspätung haben, muss ich jetzt gerade mal online schauen, welchen nächsten Zug wir jetzt dort nehmen können. Da kommt jetzt einer um 13:07 Uhr. Das heißt, wir haben knappe 10 Minuten zum Umsteigen. Das sollte aber auf jeden Fall reichen, weil es ein ganz kleiner Bahnhof ist und wir da schnell zum nächsten Gleis wechseln können. Und dann mal gucken, wie es am Gleis aussieht. Roma! Wo sind wir überhaupt hin?
weiter. Angekommen am Termini ist jetzt natürlich eine Regel noch ganz wichtig, und zwar die Wertgegenstände immer gut verstecken, denn leider laufen hier viele Taschendiebe rum, sodass ja, ihr eure Handys und Wertgegenstände gut verpacken müsst. So, wenn die Marie gleich kommt, was machen wir? Gehen wir direkt hier schön spanische Treppe. Das ist ein toller Aussichtspunkt. Und dann, was machen wir? Laufen wir zu Villa Medici. Aber wo bleibt sie denn eigentlich? Prosecco wird auch schon langsam leer und warm. Bin ich am Termini und muss jetzt natürlich zum Apartment bei der spanischen Treppe kommen. Um ehrlich zu sein, jetzt habe ich ja schon die kostengünstigere Variante mit dem Regio ausgewählt, aber ich bin ein bisschen erschöpft. Von daher, ich glaube, ich gönne mir jetzt mal ein Taxi. Scheint relativ einfach zu sein. Man muss immer so ein bisschen den gelben Schildern hier folgen. Das heißt, von den Zügen müsst ihr einfach nur geradeaus durchlaufen durch diese Haupthalle hier durch. Und jetzt kommen wir gleich zum Haupteingang bzw. Hauptausgang. Und dann hoffen wir, dass wir schnell ein freies Taxi finden. Grazie, ciao, buona giornata. Yay, wir haben es geschafft. Wir sind mit dem Taxi angekommen. Es war sehr entspannt. 15 € irgendwas haben wir jetzt gezahlt. Und wir sind direkt bei der Treppe in Spanien. Ciao. Also diese Aussicht, die Romreise hat sich schon gelohnt. Okay, ich habe es jetzt geschafft, von der spanischen Treppe runter zu laufen und es war relativ voll, aber ich habe es geschafft, bin unten angekommen und jetzt muss ich nur noch die Straße geradeaus runter und dann bin ich auch schon fast am Apartment, wo wahrscheinlich die Sarah schon mit einer Flasche Sekt auf mich wartet. Mal schauen. Sarah! Marie! Ich bin da! Hier! Ich habe schon eine Route für uns rausgesucht. Die wir gleich Finalmente! Ciao! Ich habe es geschafft! Ciao. Oh, du wartest schon mit Prosecco auf mich! Ja klar, müssen wir erstmal auf den Urlaub anstoßen. Oh, ich hatte eine Tortur, sag ich dir. Danke, danke. Also mit dem Regio war gar nicht so einfach, mit Verspätung und allem. Aber dann ging es mit dem Taxi vom Termini hier hin und dann ja, bin ich endlich angekommen. Ja, ich dachte, am Ende hat es mir gereicht. Da habe ich dann doch auf die Öffis verzichtet und bin ins Taxi gestiegen. Okay. So, wir sind jetzt hier angekommen und starten unsere Rome Experience. Und wenn ihr dann noch wissen wollt, wie ihr auch am Ende des Urlaubs wieder zurück zum Flughafen kommt, klickt unbedingt aufs nächste Video. So, jetzt habe ich meine Reise fast geschafft. Wir sind Team Sarah und Marie.